Hi, ich bin Viola von Greenpeace und wir sind jetzt gerade beim Aufräumen dieser Hochwasserkrise in Rödsheim angekommen. Wir sind seit letzter Woche Donnerstag mit über 15 Aktivistinnen hier vor Ort im Kreis Euskirchen. Wir sind eigentlich Tag und Nacht am Arbeiten und helfen. Und ihr seht, es wird einfach nicht weniger. Ich bin jetzt gerade mal ein Stück weggegangen. Hier aufzunehmen ist auch einfach wirklich schwer, muss ich sagen. Ich bin einfach erschüttert von diesen Bildern, die ich hier gerade tagtäglich sehe. Wir haben hier eine Familie, hinter der wir gerade am Aufräumen sind. Ihr seht meine Kolleginnen, Greenpeace-Aktivistinnen. Es ist einfach alles voll. Es sind aber eben halt nicht irgendwelche Reste im Keller. Es sind Bilder, die wir sehen. Es sind einfach surreale Geschichten. Ein Haus weiter ist eine Familie, die eine Kellerwohnung hatte. Die steht einfach bis oben hin voller Schlamm. Es gibt keine Wohnung mehr. Es gibt kein Zurück mehr. Es gibt hier ganze Bereiche, die einfach nicht mehr bewohnbar sein werden. Diese Szenen, die wir hier erleben, diese Bilder, die wir sehen, die gehen uns einfach alle unter die Haut. Ich habe sowas noch nie erlebt in Deutschland. Wir sehen solche Bilder normalerweise in Krisengebieten. Das sind Bilder, die wir vom Fernsehen kennen. Und jetzt sehen wir gerade einfach ganze Wohnungseinrichtungen, ganze Trümmer. Da sind Lebensmittel drin, da sind Vorräte drin, eingekochte Marmeladen, da sind aber Kinderbilder drin. Und alles wandert jetzt hier raus, wird rausgetragen. Alle bemühen sich so schnell wie möglich überhaupt ihr ganzes Hab und Gut auf die Straße zu kriegen, bevor es fest wird, bevor der Schlamm alles in den Häusern festbackt. Der Fluss, der eigentlich so klein ist und so ein unbedeutender kleiner Bach. Die Menschen haben rausgeguckt auf die Erst und haben darauf geachtet, ob der Wasserspiegel steigt. Und das Wasser kam aber von vorne, also es kam von hier, da wo überhaupt gar kein Fluss ist. Es hat durch die Häuser gerissen, es hat alles durchgespült. Das hat einfach noch keiner hier erlebt. Hier sind ganze Straßen weggebrochen um die Ecke. Das ist einfach dieses Gefühl, diese Hilflosigkeit und diese Wahllosigkeit, mit der die Klimakrise hier Menschenleben fordert. Wie die Klimakrise ganze Existenzen zerstört. Ein Mann, ein Haus vor uns, hat uns gerade erzählt, er will hier wegziehen, er hat Angst, dass das Ganze wieder passiert. Er ist 75, er ist hier seit Jahren, hat sich seine Existenz aufgebaut. Das kann er nicht nochmal ertragen. Also diese Geschichten, die wir gerade hautnah mitkriegen, die gehen einfach ans Herz, die gehen einfach in Mark und Bein. Wir haben unsere Pumpen im Einsatz. Es wurde gerade an einem Nachbarort mit Greenpeace-Pumpen ein Kino ausgepumpt. Da waren einfach Menschen noch in den Autos, die es nicht geschafft haben, dieser Flut zu entkommen. Immer wieder sind Sirenen hinter uns. Wir haben einen Helikopter, das ist gerade wieder drüber geflogen. Es war eine Küche eingerichtet worden, eine Feldküche für die Menschen hier, damit sie etwas essen können. Die wurde gerade direkt gesperrt, weil das Haus daneben vom Einbruch war. Es gibt irgendwie keine Hoffnung und es geht weiter. Es ist einfach nur ein riesen Trümmerfeld. Wenn der ganze Schlamm draußen ist, dann geht es ans Trocknen und das ist nicht möglich, denn hier gibt es im riesen Umkreis keine Trocknungsgeräte mehr, keine Firmen mehr, die das anbieten. Uns fehlen wirklich die Worte. Wir sind einfach vor Ort, wir helfen, wo wir können. Ich muss aber sagen, sowas darf nicht Normalität werden.